Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo zusammen. Heute lernen wir, wie man sich richtig auf Deutsch vorstellt, vor allem für die Prüfung. Genau, das ist super wichtig. Und bevor wir anfangen, bitte abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Folgen. Also, stell dir vor, du kommst in den Prüfungsraum. Der Prüfer sieht dich zum ersten Mal. Dein erstes Hallo und dein Lächeln sind sehr wichtig. Viele denken, dass nur die Grammatik zählt, aber nein, der erste Eindruck macht viel aus. Ja, absolut. Wenn du gleich freundlich bist und deutlich sprichst, fühlt sich die Situation einfacher an. Ich erinnere mich, wie nervös ich damals war. Ich habe tief durchgeatmet und langsam gesprochen. Das hat mir geholfen. Viele Leute machen den Fehler, zu schnell zu sprechen. Sie wollen alles gleich sagen, aber das ist nicht nötig. Wichtig ist ruhig, klar und freundlich. Ein Lächeln öffnet viele Türen. Richtig. Und es geht nicht nur um die Prüfung. In Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel, wenn du neue Leute kennenlernst, ist eine gute Vorstellung auch im Alltag sehr wichtig. Menschen merken sofort, ob du sicher und sympathisch wirkst. Ein einfaches Hallo, mein Name ist, schön Sie kennenzulernen, macht schon einen großen Unterschied. Auch die Körperhaltung ist wichtig. Nicht zu leise reden, Blickkontakt halten. Ich finde auch, dass kleine Details helfen. Zum Beispiel kannst du sagen, woher du kommst oder was du machst. Aber im ersten Moment geht es nicht darum, dein ganzes Leben zu erzählen. Kurz, klar und positiv. Das reicht. Ja, und oft vergessen viele, dass es nicht schlimm ist, wenn man kleine Fehler macht. Der Prüfer möchte sehen, dass du kommunizieren kannst, nicht, dass du perfekt bist. Stimmt. Und wenn du mal ein Wort vergisst, kannst du einfach eine Pause machen, tief atmen und ein anderes einfaches Wort benutzen. Das wirkt natürlicher, als wenn man komplett still ist. Und noch etwas, viele Kandidaten sind zu nervös und schauen nur nach unten. Aber wenn du dich erinnerst, es ist wie ein normales Gespräch mit jemandem, den du gerade kennenlernst, dann fühlst du dich gleich besser. Ja, genau so. Man sollte sich vorstellen, als würde man einen neuen Nachbarn treffen oder in der Arbeit jemanden zum ersten Mal sehen. Dann wirkt es authentisch. Auch zusammengefasst wichtig sind Freundlichkeit, Klarheit, ein Lächeln und einfache Sätze. Wenn du das machst, ist schon die Hälfte geschafft. Ja, und dann kannst du Schritt für Schritt erzählen, wer du bist, wo du wohnst oder was du gerne machst. So entsteht ein kleines Gespräch und du fühlst dich sicherer. Und wenn du so beginnst, kannst du danach ganz einfach mehr über dich sagen, wie deinen Namen, deinen Beruf oder deine Hobbys. Das ist der nächste Schritt und dafür brauchen wir auch passende Sätze. Auch wenn du dich vorstellst, ist das Wichtigste dein Name. Ein klarer Satz reicht: Hallo, ich heiße Anna oder Guten Tag, mein Name ist Anna Meier. Einfach, kurz und freundlich. Ja, genau. Viele machen den Fehler und sprechen zu leise oder zu schnell. Besser langsam und deutlich. Du kannst auch ein kleines Lächeln dazugeben. Das zeigt Sicherheit. Danach kannst du gleich sagen, woher du kommst. Zum Beispiel, ich komme aus der Ukraine oder ich bin aus Spanien. Sehr häufig hört man auch, ich wohne jetzt in Zürich. So weiß der Prüfer sofort, wo du zu Hause bist. Und es klingt viel natürlicher, wenn du sagst, ich wohne seit 2 Jahren in Deutschland oder ich bin vor einem Jahr nach Österreich gezogen. Solche Sätze zeigen, dass du im Alltag die Sprache benutzt. Ja, das macht einen guten Eindruck. Danach fragt man oft nach Beruf oder Studium. Du kannst sagen, ich arbeite als Verkäuferin oder ich bin Student. Sehr beliebt sind auch Sätze wie ich mache eine Ausbildung. Richtig.
Und wenn du gerade keinen Job hast, ist das auch kein Problem. Dann kannst du sagen, im Moment suche ich Arbeit. Oder ich mache gerade einen Sprachkurs. Das klingt ehrlich und zeigt Motivation. Viele Leute reden auch über ihre Familie. Das ist typisch in Deutschland. Zum Beispiel, ich habe einen Bruder und eine Schwester oder meine Eltern wohnen noch in meinem Heimatland. Solche Infos sind einfach und machen das Gespräch persönlicher. Genau. Und was nie fehlt, sind Hobbys. Da kannst du sehr viele einfache Wörter benutzen. Ich lese gern. Ich gehe oft spazieren. Ich treibe Sport. Oder am Wochenende treffe ich Freunde. Das sind Sätze, die man jeden Tag hört. Stimmt. Und man kann auch ein bisschen variieren, damit es interessanter klingt. Zum Beispiel, ich koche sehr gern, besonders italienisches Essen. Oder ich reise gern in andere Länder, weil ich neue Kulturen kennenlernen möchte. Ja, solche Sätze sind super. Sie sind nicht kompliziert, aber zeigen mehr Persönlichkeit. Außerdem, die Prüfer hören sofort, dass du die Sprache im Alltag anwenden kannst. Ich finde auch, dass man kleine Verbindungswörter braucht, zum Beispiel außerdem und aber, manchmal, oft. Damit klingen deine Sätze natürlicher. Du kannst sagen, ich lese gern Bücher, aber ich sehe auch gern Filme. Oder ich gehe oft ins Fitnessstudio und manchmal gehe ich schwimmen. Genau. Das macht den Text flüssiger. Und denk daran, du musst nicht lange Sätze machen. 2 bis 3 einfache Sätze sind besser als ein komplizierter, den du nicht zu Ende bekommst. Ich erinnere mich noch, wie ich bei meiner Prüfung gesagt habe, Hallo, ich heiße Anna, ich komme aus Polen, ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland, ich arbeite im Büro und meine Hobbys sind Musik hören und Freunde treffen. Das war kurz, aber sehr klar. Perfekt. Und es ist wichtig, immer ehrlich und authentisch zu bleiben. Wenn du gern Fußball spielst, dann sag es. Wenn du lieber ruhig zu Hause liest, ist das auch gut. Alles ist erlaubt, solange es einfach und klar gesagt ist. Und noch etwas. Du kannst auch kleine Details erzählen, wenn du möchtest. Zum Beispiel, ich trinke morgens gern Kaffee, ohne Kaffee bin ich müde. Oder am Wochenende gehe ich mit meinem Hund spazieren. Solche Details machen deine Vorstellung lebendiger. Absolut, denn eine Prüfung ist nicht nur ein Test, sondern auch ein Gespräch. Wenn du etwas Persönliches erzählst, wirkt es viel natürlicher und die Prüfer merken, dass du wirklich kommunizieren kannst. Ja, und manchmal fragt der Prüfer nach, was machen Sie in Ihrer Freizeit oder was essen Sie gern. Deshalb ist es gut, schon kleine Antworten im Kopf zu haben. Dann bist du nicht überrascht. Ein guter Tipp: Überlege dir vorher 3 bis 4 feste Sätze über dich, zum Beispiel Name, Herkunft, Beruf oder Studium, Hobbys. Wenn du diese Sätze sicher kannst, hast du sofort einen guten Start. Genau. Und wenn du mehr erzählen möchtest, kannst du es immer machen. Aber wenn du nur diese einfachen Sätze sicher sprichst, reicht es schon für eine gute Note. Zusammengefasst, sag klar, wie du heißt, woher du kommst, wo du jetzt wohnst, was du machst und was dir Spaß macht. Mit diesen Infos hast du eine gute und freundliche Selbstvorstellung. Und dann kannst du ganz entspannt weiterreden. So entsteht ein flüssiges Gespräch, das einfach und angenehm klingt. Wenn du also diese Punkte im Kopf hast, kannst du dich ohne Stress vorstellen. Es wird einfacher und du fühlst dich sicherer, weil du weißt, was du sagen möchtest. So, jetzt machen wir ein paar Beispiele. Viele Kandidaten sagen am Anfang nur ein Wort, zum Beispiel Anna. Das klingt zu kurz. Besser ist Hallo, ich heiße Anna oder Guten Tag, mein Name ist Anna Müller. Genau. Das klingt sofort freundlicher und vollständiger. Ein anderes Beispiel: Viele sagen einfach nur Ukraine. Das ist nicht genug. Besser:
Ich komme aus der Ukraine oder ich wohne jetzt seit einem Jahr in Deutschland. Richtig. So wird ein Satz komplett und der Prüfer versteht dich sofort. Ein häufiger Fehler ist auch, alles zu schnell zu sagen, ohne Pause. Das wirkt unsicher. Langsam sprechen ist besser. Ich habe oft gesehen, dass Leute beim Hobby nur ein Wort sagen, Musik. Besser ist, ich höre gern Musik. Oder am Abend höre ich gern Musik und trinke einen Tee. Das sind kleine, aber sehr klare Sätze. Ja, genau. Und man kann auch kleine Alltagssätze benutzen, die jeder kennt. Zum Beispiel, ich trinke morgens immer Kaffee oder am Wochenende gehe ich einkaufen und treffe meine Freunde. Das klingt natürlich. Viele vergessen auch, dass man einfache Wörter verbinden kann. Zum Beispiel, ich lese gern Bücher und ich sehe auch gern Filme. Oder ich koche gern, aber ich esse auch gern im Restaurant. Das klingt viel lebendiger. Ein schlechtes Beispiel wäre: Hallo, Name Anna, Ukraine, Musik. Da fehlen die Verben. Es klingt unvollständig. Ein gutes Beispiel ist: Hallo, ich heiße Anna. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in Zürich. Ich höre gern Musik und gehe gern spazieren. Ja, das ist perfekt. Und wenn du dich unsicher fühlst, kannst du immer ein Lächeln zeigen. Ein Lächeln macht alles leichter. Ich finde auch wichtig, dass man nicht zu viel redet. Manche wollen sehr lange Geschichten erzählen und machen viele Fehler. Es ist besser, 5 klare Sätze zu sagen, als einen langen, den keiner versteht. Absolut. Und wenn du mal ein Wort nicht kennst, kannst du einfach ein anderes benutzen. Zum Beispiel, du willst sagen, ich mache Fitness, aber du vergisst das Wort. Dann sag einfach, ich treibe Sport. Das reicht. Genau. Wichtig ist, dass du ruhig bleibst. Es ist kein Verhör, sondern ein Gespräch. Der Prüfer möchte nur sehen, dass du sprechen kannst. Und wenn du diese einfachen Tipps übst, dann klappt die Selbstvorstellung fast automatisch. Ja? Nach 2 oder 3 Mal üben fühlst du dich sicher. Ja, und man merkt sofort, wenn jemand klar, freundlich und entspannt spricht, dann ist das ein sehr guter Start für die ganze Prüfung. Die Selbstvorstellung ist keine große Sache. Mit ein paar klaren Sätzen kannst du sofort einen guten Eindruck machen. Bleib freundlich, sprich langsam und sag ein bisschen über dich. Das reicht schon. Und abonniert unseren Kanal, gebt ein Like und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Unbedingt. Ich muss heute unbedingt die Hausaufgabe machen. Wir wollen unbedingt einen Kaffee zusammen trinken. Außerdem, ich kaufe heute Brot und Milch. Außerdem brauche ich das Gemüse. Er spricht gut Deutsch. Außerdem lernt er die englische Sprache. Verschieden. In diesem Geschäft gibt es viele verschiedene Produkte. Wir haben verschiedene Ideen für das Wochenende. Wahrscheinlich. Morgen kommt wahrscheinlich der Lehrer nicht. Es regnet wahrscheinlich am Nachmittag. Also nimm bitte den Regenschirm. Gleichzeitig. Sie arbeitet und hört gleichzeitig die Musik. Wir haben gleichzeitig einen Termin beim Arzt.